Verantwortung übernehmen, der Schlüssel zur Überwindung negativer Emotionen. Guten Morgen, Ben. Wie geht es dir heute? Hallo Anna, mir geht's soweit gut, danke. Aber ich habe in den letzten Tagen viel über negative Gefühle nachgedacht. Mir kommt vor, dass sie mich manchmal ganz schön blockieren. Das kann ich nachvollziehen. Mir ging es auch schon oft so. Weißt du, ich habe letztens etwas über den Zusammenhang von Verantwortung und negativen Emotionen gelesen und fand das total spannend. Verantwortung? Interessant. Erzähl mal mehr. Wie hängt das zusammen? Also, das Konzept ist ziemlich umfangreich. Aber vereinfacht gesagt, je mehr Verantwortung du für dein Leben übernimmst, desto weniger Raum bleibt für negative Gefühle. Eine der Kernideen ist, dass negative Emotionen oft dadurch entstehen, dass wir anderen oder Umständen die Schuld geben. Das heißt, wir sagen, er ist schuld, dass ich wütend bin. Oder das Wetter macht mich depressiv und so weiter. Aha, also dieses Schuldgeben führt zu negativen Gefühlen. Und wenn ich selbst Verantwortung übernehme, werde ich diese Gefühle los? Exakt. Man spricht dabei gerne von einem Baum der negativen Emotionen. Stell dir einen Baum vor, an dem verschiedene negative Gefühle wie Angst, Zweifel, Groll, Schuld, Eifersucht oder Selbstmitleid hängen. Diese Früchte des Baumes werden durch Wurzeln genährt, die hauptsächlich aus zwei Dingen bestehen: Rechtfertigung und Identifikation. Rechtfertigung bedeutet, dass man sich selbst oder anderen immer wieder erklärt, warum es gerechtfertigt ist, sich schlecht zu fühlen. Natürlich bin ich sauer, er hat mich doch beleidigt. Identifikation bedeutet, dass man Dinge persönlich nimmt. Das ist mein Problem, mein Auto, meine Beziehung. Ich fühle mich direkt angegriffen. Das macht Sinn. Wenn man die Dinge zu persönlich nimmt, reagiert man emotionaler. Und Rechtfertigung kenne ich auch. Ich fange oft an, mich über alles Mögliche zu beklagen und suche Beweise dafür, dass meine Wut berechtigt ist. Genau. Und je stärker du dich identifizierst und rechtfertigst, desto stärker werden deine negativen Emotionen. So halten wir den Baum der negativen Gefühle am Leben. Der Schlüssel, um diesen Baum zu fällen, liegt darin, die Schuldzuweisungen zu stoppen. Denn das Schuldgeben ist wie der Stamm dieses Baumes. Wenn du den Stamm kappst, also aufhörst zu sagen, du bist schuld, die Situation ist schuld, die Vergangenheit ist schuld, dann nimmst du dem Baum das Wichtigste. So fallen die negativen Emotionen in sich zusammen. Verstehe. Aber wenn ich aufhöre, anderen die Schuld zu geben, was kann ich stattdessen tun, wenn etwas nicht läuft? Das Zauberwort lautet Verantwortung. Auf Spanisch sagt man soy responsable. Auf Deutsch, ich bin verantwortlich. Wenn du dir immer wieder bewusst machst, ich bin verantwortlich für meine Gefühle, dann versetzt du dich in den Fahrersitz deines Lebens. Plötzlich spürst du mehr Kontrolle und Freiheit. Übrigens ist Freiheit eine Grundvoraussetzung für echte Zufriedenheit. Klingt gut. Aber ist Verantwortung nicht das Gleiche wie sich selbst die Schuld geben? Das ist eine häufige Verwechslung. Schuld dreht sich immer um die Vergangenheit. Etwas ist schon passiert. Man bedauert es oder man klagt andere an. Verantwortung schaut dagegen nach vorn. Was kann ich jetzt tun, um die Situation zu verbessern? Statt zu fragen, wer ist schuld, fragst du, was ist die Lösung? Oder, was mache ich als nächstes? Also hat Verantwortung etwas mit Handlungsfähigkeit zu tun, richtig? Ganz genau. Indem du Verantwortung übernimmst, stellst du dir Fragen wie kann ich damit konstruktiv umgehen, statt wer hat das verbockt? So lenkst du den Fokus auf die Zukunft und darauf, was du aktiv verändern kannst. Das sorgt zugleich für weniger negative Emotionen und mehr Klarheit. Das klingt logisch. Und wie kann ich das konkret trainieren? Es gibt mehrere Schritte. Neutralität üben. Das heißt, weniger schnell zu urteilen, wer oder was richtig oder falsch gemacht hat.
Du versuchst stattdessen, die Situation eher sachlich zu betrachten. Desidentifikation: Nimm die Dinge nicht persönlich. Ein Beispiel: Wenn jemand im Büro schlechte Laune hat, sag dir: Das ist sein Problem, nicht meins, anstatt dich direkt angegriffen zu fühlen. Gesunde Selbstgespräche. Ersetze negative Gedanken wie „Das ist so unfair“ durch „Ich bin verantwortlich, wie ich reagiere“ oder „Ich bleibe ruhig“. Eine bekannte Übung ist die Gesetzmäßigkeit der Substitution. Du kannst nur einen Gedanken gleichzeitig bewusst haben. Wenn du also „Ich bin verantwortlich“ denkst, kannst du nicht gleichzeitig „Du bist schuld“ denken. Ich kenne Situationen, in denen ich aus Gewohnheit sofort wütend oder enttäuscht reagiere. Wenn jemand im Straßenverkehr hupt oder mich schneidet, bin ich sofort auf 180. Wie gehe ich da vor? Ein guter Trick ist, kurz innezuhalten. Atme einmal tief ein und aus, bevor du reagierst. In dem Moment kannst du dir sagen: Ich bin verantwortlich für meine Reaktion. Oft reicht schon dieser Gedanke, um aus der automatischen Emotionalität auszusteigen. Dann nimmst du die Sache weniger persönlich und merkst vielleicht: Okay, der andere hatte es eilig. Vielleicht hat er einfach nicht aufgepasst. Und wenn ich wirklich einen Schaden erleide, sagen wir, jemand hat mein Auto auf dem Parkplatz gerammt und ist abgehauen. Dann setz dich hin und sag dir: Okay, das ist passiert. Ich kann es nicht ändern, dass es passiert ist. Welche Möglichkeiten habe ich jetzt? Klar kannst du Ärger empfinden, das ist erstmal normal. Aber du musst ihn nicht den ganzen Tag mit dir herumtragen. Stattdessen überlegst du: Mache ich eine Anzeige? Gibt es Kameras? Kann die Versicherung helfen? So fokussierst du dich auf Lösungen. Groll und Schuldzuweisungen über Stunden und Tage hinweg machen dich nur fertig und lösen das Problem nicht. Hast du noch ein Beispiel für den Arbeitsalltag? Na klar. Stell dir vor, dein Chef kritisiert dich ungerechtfertigt. Du könntest dich stundenlang über die Ungerechtigkeit aufregen, dich mit Kollegen zusammen, tun und schimpfen. Aber wie fühlst du dich dann? Meist wird die Wut größer, du bist frustriert und schleppst dieses negative Gefühl durch den Tag. Oder du sagst dir: Ich bin verantwortlich für meine Karriere und meine Gefühle. Vielleicht ist sein Ton unangemessen, aber wie kann ich konstruktiv reagieren? Du könntest in Ruhe ein Gespräch suchen, konkrete Argumente bringen oder dir Feedback einholen. Das ändert zwar nicht immer direkt die Situation, aber du ersparst dir selbst diese Dauerwut. Also geht es darum, nicht in dieser Opferhaltung zu verharren. Und sobald ich mich nicht mehr als Opfer sehe, sondern als jemand, der handlungsfähig ist, werde ich freier und, wie hast du gesagt, auch glücklicher? Genau. Du gewinnst ein Gefühl von Kontrolle. Und wenn du weißt, dass du deine Reaktion immer selbst wählst, selbst in schwierigen Momenten, dann löst sich so viel negative Energie auf. Das hat auch Auswirkungen auf Gesundheit, Beziehungen, Selbstwertgefühl und Erfolg im Beruf. Fällt dir noch etwas Wichtiges ein, worauf ich achten sollte? Ja, eine Sache. Achte mal darauf, ob du an einer bestimmten negativen Emotion festhältst. Manchmal lieben wir quasi unser eigenes Leiden, weil wir denken, wir hätten dafür bezahlt, wir haben so lange gegrübelt, so lange gelitten, da wollen wir gar nicht loslassen. Dann drehen wir uns im Kreis, so als wäre ein Rad an unserem tollen Mercedes blockiert. Wir geben Vollgas, aber kommen nicht vom Fleck. Das Bild ist eindrücklich. Also, wenn ich eine einzige alte Wut oder Verletzung immer wieder neu aufrolle, kann das mein gesamtes Leben ausbremsen. So ist es. Deshalb solltest du prüfen, ob du irgendwo insgeheim immer noch jemandem oder etwas die Schuld gibst. Wenn du diesen Schuldstamm fällst, indem du Verantwortung übernimmst, löst du diesen Knoten. Dann kannst du dich wirklich weiterentwickeln. Wow, das klingt total einleuchtend. Ich merke gerade, wie oft ich so Kleinigkeiten anspreche und mich darüber ärgere, statt einfach zu akzeptieren, was ist, und nach vorn zu schauen. Genau.
Und wenn dich jemand ständig mit seinen Problemen verhaftet, kannst du freundlich fragen: Was willst du jetzt tun? Was ist deine Lösung? Es geht nicht darum, hartherzig zu sein, aber du solltest auch nicht zur emotionalen Mülltonne für andere werden, die gar keine Lösung suchen, sondern nur jammern wollen. Verstanden. Manchmal ist es wichtig, ein offenes Ohr zu haben, aber man sollte dabei helfen, nach vorn zu schauen, statt immer nur dieselbe Leier über Schuld und Ungerechtigkeit zu hören. Richtig. Und mit der Zeit kannst du dir und anderen aktiv klarmachen, dass jeder für seine Gefühle verantwortlich ist. Das ist ein Prozess, aber er lohnt sich. Denn ab dem Moment, in dem du wirklich zu 100% Verantwortung für dein Leben übernimmst, beginnt das Leben leichter und freier zu werden. Ich freue mich, das umzusetzen. Ich werde ab heute öfter innehalten und sagen: Ich bin verantwortlich. Ich wähle meine Reaktion. Danke dir für das Gespräch, Anna. Das war richtig aufschlussreich. Gern geschehen, Ben. Ich bin gespannt, wie sich das auf dein Alltagsleben auswirkt. Lass uns in ein paar Tagen wieder darüber reden und unsere Erfahrungen teilen. Viel Erfolg dabei. Machen wir. Ich habe jetzt schon ein gutes Gefühl dabei. Bis bald, Anna. Bis bald, Ben.